das Plusquamperfekt. Wann benutzt du es? Wie bildest du es? Und benutzen das wirklich alle Muttersprachler immer, wenn sie es benutzen müssten? Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Im heutigen Video erkläre ich dir das Plusquamperfekt. Das Plusquamperfekt wird auch Vorvergangenheit genannt. Und das Plusquamperfekt beschreibt immer eine Handlung, die noch vor einer anderen Handlung in der Vergangenheit stattgefunden hat. Also du hast eine Handlung in der Vergangenheit und noch eine, die noch eher stattgefunden hat. Wann genau du dieses Plusquamperfekt benutzen musst, wann es die meisten Muttersprachler nur benutzen, obwohl es an sich noch viel häufiger benutzt werden müsste, das erkläre ich dir jetzt neben der Bildung des Plusquamperfekts anhand meines E-Books. Das Plusquamperfekt wird auch häufig Vorvergangenheit genannt und entspricht im Englischen dem Past Perfect. Also man drückt damit Handlungen aus, die zeitlich vor einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit passiert sind. Man verwendet das Plusquamperfekt immer dann, wenn man bei einer Erzählung über etwas, was schon in der Vergangenheit stattfindet, auf etwas anderes zurückblickt, das noch vor dem Ereignis, über das man gerade spricht, passiert ist. Hört sich kompliziert an? Am besten erkläre ich das hier an ein paar Beispielen. Beim Fußballturnier schoss Jan 3 Tore. Das erzähle ich gerade jemandem, das ist hier schon Präteritum. Er hatte vorher viel trainiert. Hier, diese Handlung findet in der Vergangenheit statt und dann erzähle ich etwas über eine Handlung, die noch vor dieser Handlung stattgefunden hat. Dementsprechend, er hatte vorher viel trainiert, ist Plusquamperfekt. Eine Handlung in der Vorvergangenheit, also in der Vergangenheit vor etwas, das in der Vergangenheit passiert ist. Als er zu Hause ankam, auch hier Präteritum, hatte sie schon gegessen. Also zum Beispiel, ich bin zu Hause angekommen, aber weil ich wieder lange gearbeitet habe, war meine Freundin schon mit dem Abendessen fertig. Sie hatte schon gegessen. Plusquamperfekt, denn dieses Ereignis hat vor diesem Ereignis stattgefunden. Hier nochmal ein kleiner Überblick. Das Jetzt im Präsens, da befindet man sich, wenn man etwas erzählt. Aber man spricht über die Vergangenheit. Ich traf mich mit meiner Freundin, nachdem ich die Hausaufgaben gemacht hatte. Also das Event, was als zweites stattgefunden hat, ist im Perfekt oder Präteritum und das, was als erstes stattgefunden hat, im Plusquamperfekt. Denn ich habe die Hausaufgaben gemacht, bevor ich mich mit meiner Freundin getroffen habe. Also ich habe erst die Hausaufgaben gemacht, erstes Event, und dann habe ich mich mit meiner Freundin getroffen. Genau das drückt das Plusquamperfekt hier aus. Zwei Handlungen in der Vergangenheit und dass die eine noch vor der anderen stattgefunden hat. Wie bilden wir das Plusquamperfekt? Das Plusquamperfekt wird mit der Präteritumform von sein und haben plus dem Partizip 2 gebildet. Also genauso wie das Perfekt, nur dass das Hilfsverb eben im Präteritum steht und nicht im Präsens. Auch die Benutzung von sein und haben entspricht exakt der Benutzung von sein und haben im Perfekt. Also bei Zustandswechseln und Ortswechseln wird sein benutzt und ansonsten haben. Wann benutzen wir das Plusquamperfekt? Ganz exakt. In der gesprochenen Sprache wird es häufig nur nach Signalwörtern benutzt. In der geschriebenen Sprache sehr, sehr häufig, einfach weil die geschriebene Sprache häufig Berichte sind über etwas, das in der Vergangenheit passiert ist und da muss man noch häufiger auf etwas verweisen, was eben noch davor
passiert ist. Signalwörter für das Plusquamperfekt sind nachdem, bevor und als. Nachdem er die Prüfung bestanden hatte, hat er gefeiert. Bevor ich das Auto gekauft habe, hatte ich lange gespart. Als ich ankam, waren alle schon gegangen. Diese 3 Wörter haben immer als Grundaussage, dass etwas vor oder nach etwas anderem stattgefunden hat. Und dementsprechend sind das Signalwörter für das Plusquamperfekt, weil man da ja genau 2 Handlungen in der Vergangenheit zu unterschiedlichen Zeitpunkten braucht. Kleiner Hinweis zur Umgangssprache. In der Umgangssprache wird das Plusquamperfekt oft inkorrekterweise durch das Perfekt oder Präteritum ersetzt. Korrekt wäre es, er hat das Rennen gewonnen, er hatte vorher viel trainiert, denn das ist schon Vergangenheit und das hat noch davor stattgefunden. Aber du wirst sehr häufig hören, er hat das Rennen gewonnen, er hat vorher viel trainiert. Das ist rein grammatikalisch falsch. Aber du weißt bestimmt auch in deiner Muttersprache, wird nicht alles so benutzt, wie es 100% grammatikalisch richtig wäre, denn hier wird das Plusquamperfekt häufig nur eben mit diesen Signalwörtern benutzt, weil man sonst auch mehr oder weniger interpretieren kann, dass alles als großes ganze Situation angesehen wird und deswegen hier häufig dieselbe Zeitform benutzt wird, aber das ist grammatikalisch definitiv falsch. So, jetzt weißt du, was das Plusquamperfekt ist, wann du es benutzen musst und wie du es bildest. Falls du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir einfach einen Kommentar hier unter dieses Video. Das E-Book aus dem Video findest du auch in der Beschreibung des Videos zusammen mit allen anderen E-Books zur deutschen Grammatik. Ansonsten hoffe ich, du hast heute wieder viel gelernt und dann wünsche ich dir wie immer viel Spaß und vor allem Erfolg beim Deutschlernen.